Hallo, das ist die klare Kante. Deshalb reden wir heute über den Iran. Denn der Iran als Schlüsselfigur im Nahen Osten ist zu einem Wendepunkt der deutschen Außenpolitik geworden. Wir können nicht mehr außenpolitisch so weitermachen, wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten getan haben, denn die Erfolge, die wir außenpolitisch erzielen konnten, waren mehr als dürftig. Denn während um uns herum geopolitisch neue Strukturen und Verbindungen geschaffen worden sind, haben wir als deutsche Außenpolitik es nicht geschafft, uns als ein maßgebliches Mitglied dieser neuen geopolitischen Ordnung einzubringen. Denn seien wir mal ehrlich, unsere Protestnoten interessieren in der Welt keinen mehr. Also reden wir über den Iran. Wir teilen das in 3 Abschnitte auf. Wie ist der Iran überhaupt in die Situation gekommen? Warum sollten wir uns einmischen und vor allem, warum auch möglicherweise militärisch? Und warum sollten wir die Finger davon lassen? Also, viel Spaß mit meinem Video. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, und ich bin mir sicher, das habt ihr, denn schließlich habe ich schon einige Kommentare gesehen, schreibt sie mir gerne. So wie ich Zeit habe, antworte ich darauf. Vielen Dank. Der Iran. Wir fangen am besten nach dem Zweiten Weltkrieg an. Die Briten und die Russen besetzten den Iran und zogen sich in den Folgejahren aus dem Iran zurück. Bis dahin wurde der Iran regiert von einem König. Im Persischen sagt man zum König der Schah. In den folgenden Jahren nach der Machtübernahme des Schahs gab es immer wieder Konflikte zwischen religiösen Gruppen, zum Beispiel angeführt von Ayatollah Khomeini, und dem Schah. Während der Schah an der Macht war, räumte er den Frauen des Landes deutlich mehr Rechte ein als andere arabische Länder. Dies äußerte sich zum Beispiel darin, dass der Schah den Frauen Wahlrechte gab und ihre Rechte nach einer Scheidung von ihren Männern stärkte. Dies sorgte für erheblichen Widerstand religiöser Gruppen um Ayatollah Khomeini, der dann gezwungen wurde, nachdem sich der Schah mit Macht gegen ihn durchsetzte, ins Exil zu gehen. Der Schah erkannte jedoch das Gefahrenpotenzial für seine eigene Macht und löste in der Folge alle Parteien auf. Er gründete eine sogenannte Einheitspartei, die allerdings zu 100% unter seiner Kontrolle stand. Da die Chance auf Macht manchmal größer ist als ideologische Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppierungen, schlossen sich die aufgelösten oppositionellen Parteien mit den religiösen Gruppen zusammen. Diese Einheit war so stark, dass der Schah dieser Demonstration der Macht nichts entgegensetzen konnte und gezwungen wurde, ins Exil zu gehen. Die religiösen Gruppen innerhalb dieser Umsturzbewegung schafften es, die Kontrolle über diese gesamte Bewegung zu übernehmen und erreichten schließlich die ungeteilte Macht. Ayatollah Khomeini, der religiöse Führer, der übrigens zwischenzeitlich in Deutschland im Exil war, kehrte nach Iran zurück und wurde dort von den meisten Menschen jubelnd empfangen. Folgend ihrer Ideologie, die auf der Gesetzgebung nach der Scharia basierte, kassierte Ayatollah Khomeini die meisten Rechte, die der Schah beispielsweise den Frauen gegeben hatte, wieder ein. Die Entwicklung Irans ab diesem Zeitpunkt, also wir sind ungefähr in den 70er, 80er Jahren, zu erklären, ist sehr komplex und das sprengt in jedem Fall den Rahmen dieses Videos. Man muss dazu sagen, ich habe bereits 2 Videos komplett eingesprochen, die jeweils fast 1 Stunde waren. Aber das war mir nach den ersten beiden Videos einfach zu lang und ich wollte diesen Beitrag etwas kürzer halten. Daher beleuchte ich jetzt nicht auch noch die Aspekte des schiitischen oder sunnitischen Konflikts und auch nicht die Folgen des Irak-Iran-Kriegs, sondern beschränke mich auf die Rolle des Nuklearprogramms und die Reaktion der westlichen Länder darauf. Ich klammere ebenfalls aus, wie das Verhältnis zwischen Iran und Israel war. Mit der Machtübernahme Khomeinis rüstete Iran massiv auf. Dies lag unter anderem auch daran, dass der Iran schiitischen Glaubens war und viele seiner Nachbarn Sunniten waren. Man könnte das, um das mal in westeuropäische Standards zu übersetzen, in etwa so vergleichen wie Protestanten und Katholiken. Die Unterdrückung oppositioneller Kräfte im Iran war auch unter der Führung von Khomeini nicht besser. Es wurden reihenweise oppositionelle Politiker verschleppt
Und einige der Gegenkandidaten der Präsidentschaftswahlen aus dem oppositionellen Lager sind heute noch im Hausarrest. Obwohl der Iran reich an Rohstoffen war und mit einem Zugang zum Weltmarkt leicht zu einer florierenden Wirtschaft hätte kommen können, gelang es dem Iran nicht, eine leistungsfähige Wirtschaft aufzubauen. Dies lag unter anderem daran, dass es eine sehr starke Korruption innerhalb der Revolutionsgarden gab, die große Teile der Wirtschaft kontrollierten und ihrerseits von Khomeini kontrolliert wurden. Der Iran investierte erhebliche Mittel in den Aufbau eines Nuklearprogrammes, welches nach Aussage Irans nur friedlich genutzt werden sollte. Zugleich verweigerte bzw. behinderte der Iran die strengen Kontrollen der Nuklearbehörden, der UNO, und schuf damit natürlich kein weiteres Vertrauen. Die USA verhängte massive Sanktionen gegen den Iran und schränkte den Zugang zum Welthandel ein. Dies hielt den Iran jedoch nicht davon ab, das Nuklearprogramm weiterzuführen. Nach weiteren Auseinandersetzungen, wir reden jetzt hier in Richtung 2000er Jahre, gab es einige Anschläge weltweit und die USA behauptete, dass der Iran Drahtzieher dieser Anschläge war. Das antiwestliche Resümee des Irans war deutlich zu erkennen und der Iran machte daraus auch nie ein Hehl, dass seine größten Feinde in der Welt die USA und Israel wären. Der Iran unterstützte mehrere Gruppen in anderen Ländern, wie beispielsweise die Hisbollah im Libanon, die international als Terrororganisationen eingestuft worden sind. Entgegen der Annahme der meisten unterstützte Iran nicht die Hamas, denn die Hamas sind Sunniten und somit Konfessionsfeinde in Anführungsstrichen der Iraner oder der Schiiten. Jedoch vereinte beide ein gemeinsames Ziel, und zwar die Vernichtung Israels. Es konnte also dem Iran nie bewiesen werden, dass er an den Terroranschlägen in Paris oder in anderen europäischen Ländern sowie in Amerika beteiligt war. Die Vermutung lag natürlich nahe, aber die Beweise fehlten. Mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten deutete sich eine Zeitenwende an. Der Ton wurde deutlich rauer und in der Folge begann Donald Trump, den Iran weiter im arabischen Raum zu isolieren. Donald Trump schaffte es mit massivem Druck, eine Vereinbarung oder ein Vertragsverhältnis zwischen einigen arabischen Ländern wie Ägypten und Jordanien und Israel zu erreichen. Da diese Vertragspartner fast ausschließlich Sunniten waren, schürte dies natürlich beim Iran die Angst, weiter isoliert zu werden und möglicherweise in naher Zukunft kriegerische Handlungen zu erleben. Daher verstärkte der Iran sogar seine Bemühungen, sein Nuklearprogramm voranzutreiben. Israels Präsident Netanyahu präsentierte auf der Weltbühne Beweise für die fast vollständige Fertigstellung des Nuklearprogramms und die somit zwingende Notwendigkeit der Weltöffentlichkeit zu handeln. Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, ob diese Beweise korrekt sind, aber sie kamen zur passenden Zeit. Wer jetzt an die Beweise für biologische Waffen denkt, die die USA vorlegten, um ihren Einmarsch im Irak zu rechtfertigen, der macht sich halt Gedanken. Zeitlich gesehen befinden wir uns jetzt in den letzten Wochen, also 2026. US-Präsident Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Übrigens, Iran kündigte diesen Vertrag erst ein Jahr später. Und Donald Trump verschärft die Rhetorik gegenüber dem Iran. Wer die Art und Weise von Donald Trump kennt, sich auf Twitter oder X oder seinem eigenen Netzwerk zu äußern, der weiß, dass das meist wenig präsidial ist. Zur gleichen Zeit kommt es zu massiven Aufständen im Iran seitens der Bürger. Diese Aufstände gab es in der Vergangenheit schon und sie wurden immer mit massiver Gewalt niedergeschlagen. So auch diesmal. Der Unterschied jedoch ist, dass die Aufstände der letzten Wochen in ihrer Intensität deutlich ausgeprägter waren als alle Aufstände vorher. Khamenei, der jetzige Führer der islamischen Bewegung, ordnete diese Aufstände als vom CIA eingezettelt ein. Und natürlich waren die Israelis auch schuld, aber das waren die Israelis ja beim Iran immer. Es gibt keine klaren Zahlen darüber, wie viele Tote es gab in dieser Zeit, aber Schätzungen gehen davon aus, dass es ca.
Zehntausende gewesen sein müssen, was eine unvorstellbare Zahl ist. Nachdem der Iran bzw. Khomeini sich nicht von Donald Trumps Rhetorik beeindrucken ließ, schickte dieser dann Waffen und Schiffe in die Straße von Hormuz und attackierte den Iran mit Raketen. Durch gezielte Angriffe Israels und dem anschließend massiven Einsatz der US-amerikanischen Militärs wurden führende Angehörige der Revolutionsgarden bzw. der politischen und religiösen Führung getötet. Ich vermute, dass die Hoffnung bestand, dass ohne eine Führung es den Aufständischen oder den Demonstranten im Iran leichter fallen würde, eine neue Macht aufzubauen und die politische und religiöse Macht im Iran zu übernehmen. Dafür bereit stand auch ein Nachkomme des ehemaligen Schahs, der zurzeit im Exil war und versuchte sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Also wie ist die Situation heute? Der Iran blockiert weiterhin die Straße von Hormuz und droht Schiffe, die da passieren, insbesondere wenn die zu sogenannten Feinden gehören, zu attackieren. Dies schränkt die weltweite Versorgung mit Öl ein oder mit Gas oder anderen Produkten wie Düngemitteln, die für Deutschland auch zum Beispiel relevant sind, und sorgt dafür, dass die Preise massiv steigen. Die oppositionelle Bewegung im Iran konnte sich trotz massiver Unterstützung und Opferbereitschaft der Bevölkerung nicht etablieren. Und somit befindet sich Donald Trump in einer Pattsituation. Er hat es zwar geschafft, die Kraft seines Militärs zu demonstrieren, jedoch ist das Ergebnis, das er sich gewünscht hat, nicht eingetreten. Einige Länder wie zum Beispiel China oder auch Indien verhandeln inzwischen direkt mit den Iranern, um die Transporte ihrer Öllieferungen freizubekommen. Die USA forderte ihre Verbündeten aus der NATO auf, sich an dem Militäreinsatz im Iran zu beteiligen. Dies verneinten diese jedoch und somit ist Trump weitestgehend isoliert. Seine einzigen Verbündeten in der Region sind noch Israel. Dieses Video läuft schon wieder Gefahr, die 20-Minuten-Marke zu überschreiten. Deswegen fassen wir kurz zusammen zur aktuellen Situation. Die oppositionelle Bewegung konnte sich nicht etablieren und konnte sich auch nicht mit Hilfe des Militäreinsatzes der Amerikaner und Israels durchsetzen. Das heißt, die Strukturen im Iran sind möglicherweise geschwächt, jedoch ist der Apparat weiter funktional. Den US-Amerikanern und Israel gelang es nicht, den Iranern die Kontrolle über die Straße von Hormuz zu entziehen. Somit ist der Welthandel, vor allem mit Öl, Düngemitteln und Gas, weiterhin stark eingeschränkt. Also beschreibe ich jetzt zwei Seiten der Medaille. Warum wir als Deutschland uns einmischen sollten und warum nicht. Ich habe tatsächlich eine Münze geworfen und ich fange an zu begründen, warum wir uns einmischen sollten. Wir befinden uns in einem globalen Wettstreit der Nationen und auch sicherlich der Kulturkreise. Deutschland hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, aus seinen außenpolitischen Interventionen oder Einsätzen oder Investitionen für Deutschland einen Gewinn zu erzielen. Vielleicht um das gute Gewissen einiger Menschen zu beruhigen oder dafür zu sorgen, dass diverse Minister unserer Regierung in der Vergangenheit immer wieder zu schönen Orten fahren konnten und sich dort feiern lassen konnten. Wir haben als Nation keine wesentliche militärische Stärke. Genaueres dazu habe ich in meinem Video zum Thema Wehrpflicht beschrieben. Was wir haben, ist Geld und das Bedürfnis, unsere Waren zu exportieren und im Welthandel Geld zu machen. So verdienen wir Geld. Wir exportieren mehr Waren nach außen, als wir nach innen transportieren. Und somit bleibt ein Überschuss bei uns und von dem leben wir. Und der hat uns in den letzten Jahren sehr gut leben lassen. Das heißt, das Ziel meines Erachtens für Deutschland müsste also sein, dass dieses Erfolgskonzept, was wir seit den 70er Jahren aufgebaut haben, auch intensiv weiterführen. Nur sind wir nun nicht mehr alleine und nicht mehr die Einzigen, die dieses Geschäftsmodell erfolgreich betreiben. Ich verweise hier auf die Chinesen. Und damit ist die Konkurrenz global relativ hoch. Während wir versucht haben, als die Chinesen sich wirtschaftlich anfingen stark zu entwickeln, unser Modell den Chinesen überzuhelfen, tappten wir in die Falle, dass die Chinesen aufgrund ihres großen Marktes, den sie anboten, das technische Know-how, was Erfolgsgarant für unsere Wirtschaft war, aus Deutschland herauszuziehen und in ihrem eigenen Land umzusetzen.
Somit halfen wir China, zu unserer eigenen Konkurrenz zu werden und uns letztendlich sogar zu überflügeln. Der Iran hat Rohstoffe, die wir zum jetzigen Zeitpunkt enorm brauchen in unserer Wirtschaft. Denn Energie ist für uns und die Industrie, die wir haben, enorm wichtig, da wir unzureichend selber herstellen können. Somit wäre der Iran als wirtschaftlicher Partner für uns interessant, vor allem auch als Rohstofflieferant. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass wir mit der aktuellen Regierung des Irans Fortschritte in irgendeiner Form erreichen werden. Zudem würde dies einen Handelskonflikt mit den USA bedeuten und einen Konflikt mit dem Israel. Das heißt, wir könnten den Iran nur als unseren wirtschaftlichen Partner aufbauen, wenn es eine grundsätzlich neue Regierung gibt. Wir können jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht absehen, ob der Nachfahre des Schahs, der möglicherweise dann die Macht ergreift, so viel besser ist als das, was vorher war. Aber im Moment ist das, was jetzt im Iran ist, für uns wirtschaftlich gesehen ohne Perspektive. Das heißt, aus diesem Grund müssen wir die Opposition und die Bürgerbewegung des Irans unterstützen, um in Zukunft ein wirtschaftliches Verhältnis mit dem Iran aufzubauen und dieses auch auszubauen. Dies bringt uns zu der moralischen Verpflichtung, die wir haben. Die westliche Kultur ist sehr stark geprägt von Toleranz. Das macht uns auf der einen Seite so attraktiv für andere Glaubensrichtungen und für die Entwicklung unserer Kultur, aber auch gleichzeitig anfällig für die Einflüsse anderer Kulturen. Gleichzeitig sind für uns Rechte der Menschen wie Gleichbehandlung, Gleichberechtigung und die freiheitliche Entfaltung und Ermeinung beispielsweise unverhandelbar. Das heißt, wir müssen unserem Wort, die Grundrechte der Menschen zu verteidigen, auch gerecht werden, auch nach außen. Das heißt, wenn wir wirtschaftspolitisch abhängig davon sind, dass unsere Wirtschaft keinen Schaden nimmt durch die Blockade der Straße von Hormuz, wir gleichzeitig aber auch die Menschenrechte im Iran verbessern müssen und auch dort verteidigen müssen, dann ist eine Intervention unsererseits auch jenseits von Sanktionen und Diplomatie notwendig. Die UNO, die ein Mandat für einen Einsatz im Iran geben könnte, ist im Moment in einem Machtvakuum. Die Konflikte, die die Großmächte wie Russland, Amerika oder auch China miteinander haben, sorgen dafür, dass die UNO nicht handlungsfähig ist. Wir müssen also, um unsere Grundwerte zu verteidigen und auch gleichzeitig die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Konflikts einzudämmen, zur Not auch militärisch intervenieren, um den Konflikt im Iran zu lösen und gleichzeitig die Opposition dort an die Macht zu bringen. Da die 20-Minuten-Marke nun deutlich schneller nahe kommt, nun zu der Meinung, wir sollten uns dort nicht einmischen in die Angelegenheiten Irans, auch wenn die Auswirkungen hier in Deutschland deutlich spürbar sind. Bevor ich damit beginne, noch kurz zur historischen Verantwortung Deutschlands. Dies ist meine persönliche Meinung und daher möchte ich diese auch ausklammern von dem Konzept dieses Beitrages, bei dem ich zwei Meinungen vertrete. Meine Meinung ist also, dass die Verantwortung Deutschlands für die vorangegangenen Kriege, bei denen wir unstrittig beteiligt waren und auch schuldig waren, genauso groß ist wie die Verantwortung anderer Länder, die in ihrer Vergangenheit wiederum auch Kriege begonnen haben. Wir sind in der Verantwortung, das Leid, das wir anderen Ländern gebracht haben, zu mindern, so gut wir es halt eben können und Leute dafür zu entschädigen, was wir ihnen angetan haben. Wir sind außerdem dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Und das sehe ich auch als meine persönliche Verpflichtung an. Es gibt viele Länder, die wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen können, warum wir eigentlich solche Probleme mit unserer eigenen Vergangenheit haben. Die wenigsten Menschen im Ausland, denen ich begegnet bin, haben den Eindruck, dass ich nicht nur als Tourist da bin, sondern auch gleichzeitig schon mal die nächste Invasion Deutschlands vorbereite und dass ich grundsätzlich gewalttätig bin und jederzeit bereit bin, zu den Waffen zu greifen. Also wenn der Großteil der Menschen um uns herum, also in anderen Ländern, und gar kein Problem mit uns hat und uns auch gar keine Schuld mehr gibt, insbesondere die jüngeren Generationen, dann frage ich mich, warum geben wir uns eigentlich selber die Schuld? Und geht es den Leuten, die diese Schuld immer wieder nach vorne tragen, wirklich darum,
etwas an den Folgen der Vergangenheit zu beheben, oder geht es ihnen nur um die Darstellung ihrer eigenen Vorbildlichkeit? Damit ist meine eigene Meinung beendet und ich vertrete jetzt die Meinung, dass Deutschland sich nicht in den Iran einmischen sollte, und ich bin zuversichtlich, wir schaffen das unter 25 Minuten. Deutschland sollte sich nicht im Iran einmischen, weil dies ein innenpolitisches Problem Irans ist. Es werden dort keine deutschen Staatsbürger inhaftiert oder niedergeprügelt oder getötet, sondern es sind Staatsbürger anderer Länder, die meisten Iraner. Daher haben wir kein Recht, uns in die innenpolitischen Angelegenheiten des Irans einzumischen. Nur weil mir persönlich unsere Grundrechte sehr wichtig sind, bedeutet das nicht, dass es nicht auch andere Angehörige anderer Kulturen oder Religionen gibt, deren Grundrechte ihnen ebenfalls genauso wichtig sind. Also was macht meine Einstellung zu den Grundrechten wie Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und freiheitliche Entwicklung wichtiger und wertiger als die der Einstellung beispielsweise der Schiiten? Und können wir den Belegen der Amerikaner und der Israelis tatsächlich glauben, dass das Nuklearprogramm der Iraner tatsächlich so weit fortgeschritten war und dass ein Angriff mit einer Atombombe auf andere Länder unmittelbar bevorsteht? Und wer gibt uns eigentlich die Garantie, dass ein militärischer Einsatz und ein Umsturz des Systems des Irans tatsächlich zu einem langanhaltenden oder zu einer stabileren Ausgangslage im arabischen Raum führen würde? Dies bedeutet nicht, dass wir das Asylangebot für nachweislich politisch Verfolgte im Iran aussetzen. Also im Hinblick auf das unklare Ergebnis einer Intervention und die unklare Gestaltung der Zukunft der Entwicklung des Irans ist der Einsatz von militärischen Mitteln, also der Bundeswehr, absolut unverhältnismäßig und auch verantwortungslos. Wir sollten also stattdessen die Mittel, die wir in den Aufbau der Bundeswehr setzen, dafür einsetzen, unsere Wirtschaft resilienter gegen Auswirkungen in der Außenpolitik zu machen. Daher müssen wir Wege finden, dem Iran zu helfen, ohne uns in seine politischen Angelegenheiten einzumischen. Ich beende die Sendung mit einem Cliffhanger, und zwar meiner eigenen Meinung. Ich würde die für eine der folgenden Sendungen aufheben. Dazu kommt, dass die Lage im Iran sich immer noch weiter verändert. Beispielsweise hat die iranische Regierung inzwischen die Friedensgespräche mit den US-Amerikanern abgesagt, kurzfristig. Außerdem zieht es mich im Moment auch ein bisschen wieder in die Innenpolitik, weil hier ist ordentlich was los, über das sich zu sprechen lohnt. Bis dahin freue ich mich auf eure Kommentare, die ich alle lese, und bitte euch nur manchmal ein bisschen Geduld zu haben, die zu beantworten. Gerade wenn eure Kommentare umfangreich sind, habt ihr natürlich auch einen Anspruch darauf, dass ich nicht nur Ja oder Nein schreibe und mir meine Antwort darauf auch überlege. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin.